das wird die nächste Review und zwar Ben & Jerry's Peanut Butter Half Baked. Und zwar diesmal nicht in vegan. Wer meinen Kanal kennt, der hat gesehen, dass ich das auch schon mal in vegan reviewed habe. Verlinke ich unten drunter und blende euch jetzt ein Bild davon ein, wie es aussieht in vegan. Gibt es nur in den USA und gab es früher in den USA auch schon so. Gab es auch in Kanada noch so. Und deswegen wollte ich tatsächlich mit einer der Gründe, weshalb ich nach Kanada wollte, um Peanut Butter Half Baked von Ben & Jerry's zu probieren, zwar in der nicht normalen Variante, weil auch wer meinen Kanal kennt, weiß, dass Half Baked, das normale, auch das Froyo, meine absolute Lieblingssorte von Ben & Jerry's ist. Und ja, jetzt haben sie so ein paar Fan-Favorites. Hier oben steht es auch auf dem Deckel, daran erkennt ihr das, rausgebracht. Dazu gehört noch Cannoli und Gimme S'more. Also Sorten, die Fans quasi unbedingt wieder haben wollten in den USA. Und wieder rausgebracht dieses Jahr für eine Weile. Und das ist eben auch Peanut Butter Half Baked. Wahrscheinlich machen sie das auch noch mit ein paar weiteren Sorten demnächst. Da bin ich gespannt. Aber dann werden die wahrscheinlich wieder rausgehen. Ich weiß nicht, alles gemunkelt. Vermute ich nur. Ich bin jetzt super gespannt darauf. Ich mag das Vegan wirklich gerne. Das ist mit eins meiner wiedergekauften Ben & Jerry's hier in den USA. Deswegen bin ich wirklich gespannt, wie das in der Dairy-Variante ist. Gekostet hat es jetzt 5,99 €. Und wie gesagt, die anderen davon werde ich auf jeden Fall auch noch probieren. Ich blende sie euch hier nochmal ein. Ich lese jetzt mal den kleinen Spruch drauf, der hier drauf steht. Der ist hier auf jeden Fall noch prominenter und größer, als es in Deutschland der Fall ist. Da werden die jetzt alle viel kleiner irgendwie. Und zwar steht da: If you were more than a little bit smitten with half-baked's peanut buttery cousin, If you were more than a little bit smitten with Half-Baked's peanut buttery cousin when it was a limited batch, we expect you could be a whole lot smittener now that it's a full-time flavor. Okay, Leute, also es ist doch kein Limited Flavor. Hätte ich gar nicht gedacht. Cool. Ich kenne das Wort smitten nicht. Ich werde es nachschauen und euch dann reinfügen hier auch. Aber cool, dass es anscheinend jetzt wirklich eine Weile drin bleiben soll. Hätte ich echt nicht erwartet. Aber gut, über den positiven Schock bin ich drüber weg. Wir gucken mal, was wir eigentlich haben. Habe ich noch gar nicht. Ich habe den Spruch vorgelesen, um euch überhaupt zu sagen, was wir hier haben. Wir haben Schokoladeneiscreme, Peanut Butter Eiscreme, also Erdnussbutter Eiscreme, gemischt mit Erdnussbutter Keksteig und Fudge Brownies. Das normale Half-Baked ist ja Vanilleeis mit Schokoeis, Brownies und normalen Keksteig. Und hier ist es eben statt dem Vanilleeis Erdnusseis und statt dem normalen Keksteig Erdnussbutter-Keksteig. Und ich persönlich mag den richtig gerne von Ben & Jerry's. Es gibt wenige, die den nicht gerne mögen, aber ich liebe ihn sehr. Und den gibt es ja auch hier zu kaufen als Chunks. In Deutschland kommt der, glaube ich, erstmal nicht raus als Peanut Butter, aber zumindest in der normalen Variante, glaube ich, schon ziemlich bald. Ich gucke mal auf die Zutaten. Die erste Zutat ist Sahne, dann kommt flüssiger Zucker, dann Milch, dann Wasser, Zucker, Weizenmehl und dann kommen schon Erdnüsse. Also noch relativ weit vorne, echte Erdnüsse. Später haben wir auch noch Erdnussmehl, wir haben noch Erdnussöl, wir haben echte Butter. Ich gucke, ob wir Erdnussbutter haben. Nee, aber Erdnüsse sind ja quasi Erdnussbutter. Ja, genau, und die anderen Zutaten könnt ihr euch gerne selbst in Ruhe durchlesen, wenn ihr möchtet, hier. Und es sind wieder 139 Gramm pro 1/3 Pint, wie bei dem letzten, was ich reviewed habe, hier schon. Das war das Netflix and Chilled in Vegan. Ich habe es abgewogen und es ist exakt genauso viel drin. Der Pint wiegt 339 Gramm. Wenn wir so 22 Gramm abziehen, sind wir genau bei dem, was drin sein sollte. Ziemlich cool, also hier on point. Wir haben 1010 Kalorien pro Pint hier. 59 Gramm Fett, 130 Gramm Kohlenhydrate, davon 102 Zucker, also ziemlich zuckrig, und 21 Gramm Protein, also richtig viel Protein. Das wird an den Erdnüssen liegen, zusätzlich zu der Milch, die hier drin ist. Und ja, ich glaube, jetzt habe ich alles dazu gesagt. Wir machen es mal auf. Das ist immer der super spannende Teil. Und es sieht aus, wie ein Half-Baked aussehen muss von oben, finde ich. Richtig verstrudelt. Ich denke, wir fangen mit beidem an, weil es so verstrudelt ist. Ist schon gut angetaut, also für mich perfekt. Ist quasi Schoko und Erdnuss in einem. Oh Leute, ich habe gerade totale Australien-Flashbacks. Ich glaube, ich hatte gerade schon ein bisschen was von diesem Cookie Dough, der da oben ist. Dort. Das hat mich total zurückkatapultiert. Also die Schoko- und Erdnussbasis zusammen ist der Hammer. Es ist super cremig, richtig krass cremig. Der Brownie, der ist halt richtig fudgig und auch riesig. Ich weiß echt nicht, wie es hinkriegt, dass die Brownies so gooey sind, aber die sind richtig gut.
verlinke euch mal die Review zum Erdnussbutterkeksteig von Ben Jerry's, weil den habe ich ja schon einzeln probiert und das ist exakt derselbe. Ich zeige jetzt nur hier mal die Stückchen. Leute, es könnte mit eins meiner liebsten Ben Jerry's werden, weil Half-Baked ist ja sowieso mein liebstes. Peanut Butter Cup selbst ist mir zu viel Erdnuss, aber diese Mischung mit der Schokolade und dem Cookie Dough und den Brownies passt so gut zusammen. Das balanciert es so richtig schön aus. Ich finde es richtig gut. Wenn ihr in den USA seid, holt euch das mit als eines der ersten. Das ist wirklich meine Empfehlung. Ich filme euch gleich nochmal rein, aber ich bin gerade richtig happy. Wow. Es ist wirklich richtig krass voll mit Stückchen. Also überall diese Erdnussbutterkeksstückchen. Teigstückchen. Also hier ist definitiv mehr Cookie Dough drin als Brownie. Alright, there it is. Ben & Jerry's fan favorite peanut butter half-baked. It's one of the 3 fan favorites that just came out recently. And they've all been around. Like the other ones are cannoli and peanut butter. This one half-baked, cannoli and gimme s'more. And they are all not new flavors, but they were discontinued and fans were just so unhappy about it and wanted them back, so they brought it back. And I read the little saying here and it seems as if they are not limited batches anymore. So I thought they would just be around for a little while, but maybe not. It doesn't seem like it here. I was actually contemplating traveling to Canada just for this particular flavor because they still had it there. But after they brought it back as a vegan version here in the US, because that one's been around for like almost 3 years now, I think, I was okay with it because I liked the vegan one a lot and I re-scooped it a lot of times so far. But now that it's back on a dairy version, I'm really excited. And the reason why is because the regular half-baked is like one of my favorite Ben & Jerry's in general. Doesn't matter if it's the froyo or the regular one. And this is the only difference here is that the cookie dough is not like chocolate chip cookie dough, but peanut butter chocolate chip cookie dough. And the vanilla base is exchanged. And instead of the vanilla base, we have a peanut butter base. So it's chocolate and peanut ice creams, brownies, and peanut cookie dough. We have 139 grams per serving and 3 servings, so it's super dense. And I weighed it, it's exactly as much in there as they're supposed to be. 1,110 calories per pint, 59 grams of fat, 130 carbohydrates, 102 sugars, and 21 protein. It's a pretty high protein content. Guess that's just because we have nuts in addition to the milk products. And yeah, let's just open it now. It was $5.99, by the way. It's a pretty German price, actually. It's the standard price for Ben & Jerry's in Germany. This is always the very exciting part. It looks like a half-baked. It's supposed to look like from the top. I think we're gonna start with both because it's so swirled together. It's gotta be a chocolate peanut experience at once. Yeah, flashbacks to Australia because it reminds me of the Tonight Dough. It does, it totally reminds me of the Tonight Dough. I think I already had a little bit of the cookie dough. That just throws me back. It is so extremely creamy. This is the brownie and super fudgy. I don't know how they managed to make the brownie so gooey. I'll show you the cookie dough here so you see how big it is. But I've already reviewed it just by itself. It's the exact same thing, so I'll link the video down below. But honestly, it might come close to my favorite, which is just half-baked. Just peanut butter cup is too much peanut butter for me, but in combination with the chocolate, the cookie dough, and brownie, it's just perfect. So it might become one of my favorite Ben & Jerry's of all times now, actually. It's so freaking full of mix-ins.
It's like the peanut butter cookie dough chunks are just everywhere. There's definitely more cookie dough than brownies.